Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Wir haben zum Geburtstag beide so einen Gusstopf geschenkt gekriegt. Ich einen mit Deckel, Martin ohne. Und weil wir heute Besuch kriegen und einen größeren Topf brauchen, haben wir uns gesagt, können wir den endlich dann mal einweihen und einbrennen. Und das machen wir heute. Meiner ist schon ab Werk quasi eingebrannt. Da müsst ihr mal darauf achten, manchmal steht das drauf, manchmal nicht. Und wenn es nicht drauf steht, würde ich einfach mal von nicht ausgehen. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Es scheiden sich auch die Gemüter, wie man es machen soll, was richtig ist, was falsch. Ich glaube, da sagt euch jeder was anderes. Von daher machen wir das ganz einfach nachher mit Öl. Wir fangen einfach mal mit der Reinigung an, denn wenn man so einen Topf kauft, können immer Rückstände von der Produktion da drin sein. Oder manche Hersteller nutzen auch Bienenwachs, damit das sich rostet. So tun das da halt dann auf den Topf. Und das wollen wir eigentlich alles raus haben, deswegen wird das jetzt rausgeschrubbt. Dafür ganz normal Spülmittel nehmen. Ich mache erstmal von außen, dann ist es leichter. Den macht man nämlich von innen und von außen. Normalen Schwamm und Wasser. Dann wird auch die Terrasse mal wieder sauber. Und schrubben. Ihr müsst doch absolut keine Angst haben, da irgendwas kaputt zu machen, weil die Patina wird ja quasi durch das Einbrennen gleich erstmal gemacht. Und das ist ja einfach nur Eisen, also da passiert nichts. Ihr seht ja jetzt auch schon, wie viel Dreck da dran ist. Ich meine, nachher wird es noch schwärzer sein nach dem Benutzen quasi. Da muss man immer aufpassen, wenn man da dran kommt, außen. Vielleicht wird die Terrasse doch nicht sauber. So, erstmal einmal grob, das waschen wir nachher noch mal komplett ab. Und jetzt das gleiche Spiel auch von innen. Das Ganze kippen wir jetzt, ich kippe das hier aus. So, nicht ganz so da, wo ich stehe. Und da hole ich mir noch einmal Wasser, weil das, was ich im Wasserkocher habe, ist zu wenig. Und dann waschen wir den ab. Wassernachschub ist da. Tue ich mir da schon mal so ein bisschen was rein. Und auswaschen. Gerade innen ist auch wichtig, dass Spüli alles raus ist. So, jetzt drehen wir den um. Da geht es nämlich leichter. Ja, dann möchte ich halt nicht über die Socken, aber gut. Und den tun wir jetzt schon mal auf unsere Feuerstelle. Damit er vernünftig in der Sonne trocknen kann. Und das lassen wir jetzt erstmal, bis der richtig trocken ist. Es ist halt einfach nur wichtig, dass der richtig trocken ist vor dem Einbrennen. Und hier in der Sonne, gerade jetzt heute, wir sollen wieder um die 40 Grad werden, geht super schnell. Bei euch vielleicht ein bisschen länger, aber bei uns geht super schnell. Wir sind jetzt soweit. Es ist auch ein bisschen später am Tag, denn es war sehr heiß heute. Der Topf ist jetzt trocken. Jetzt nehme ich mir einfach hier so ein altes, ausgemustertes Geschirrtuch, weil wir müssen den Topf jetzt komplett mit Öl einschmieren, auch von außen. Und das sollte nach Möglichkeit nicht fusseln. Ihr könnt jetzt auch Küchenrolle nehmen, aber die neigt ja dazu zu fusseln. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Ich fange erst außen an, weil der Topf ein bisschen schwer ist für mich. Mache ich das nämlich erst unten. Dass wir das außen machen, dient halt auch dem Zweck, dass das auch von außen nicht rostet nachher. Müsst ihr gucken, da soll zwar viel dran, aber auch nicht zu viel.
halt so ein gutes Maß finden. Und wenn das jetzt beim ersten Mal nicht unbedingt klappen sollte, ist das auch nicht so wild, dann macht das halt nochmal. Das ist jetzt auch nicht ganz, aber ist nicht schlimm. Von außen ist das ja eh auch so eine Sache, innen ist noch wichtiger. Von außen ist halt bei uns auch immer so die Sache, dadurch, dass wir das immer beim Feuer machen, kommt da auch noch Ruß dran. Das schützt das halt, glaube ich, jetzt auch noch mal so ein bisschen. Also ist das wirklich nicht so wild. Viele haben auch Angst davor, den Topf einzubrennen, weil jeder sagt auch was anderes. Ich muss ehrlich zugeben, es ist mein erster Topf, den ich einbrenne. Aber wir haben den anderen ja auch schon einbrennen lassen quasi von unserem Freund. Und da hat bisher immer alles geklappt. Und nie was angebrannt. Von daher kein Problem. So, jetzt machen wir das von innen. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt eine Feuerstelle habt, wo ihr das jedes Mal machen könnt, müsst, dann könnt ihr das auch bei 250 Grad ungefähr, oder 250 bis 300 Grad im Backofen machen. Das dann aber eine Stunde brennen lassen und wenn ihr jetzt irgendwelche losen Teile oder Holz oder irgendwas an euren Töpfen habt, macht ihr am besten Feuer ab. Weil die können danach pulverisiert sein. Oder kaputt, verzogen. Aber wir machen es beim Feuer. Hat eh den Vorteil, weil hier qualmt es ja nicht so doll. Oder es qualmt, aber wir kriegen das nicht so mit. Wenn ihr das im Backofen macht, am besten Fenster auf. Das lassen wir jetzt ungefähr eine Viertelstunde einziehen. In der Zwischenzeit machen wir dann das Feuer schon mal an. Ach, muss ich den doch runterheben. Und dann machen wir gleich weiter. Der Martin hat mir hier so einen schönen Griff gemacht. Ja. Hier geht's besser. So, jetzt kommt der Topf drauf. Hoffen wir mal, dass das dann nicht so ganz so heiß wird. Aber da müssen wir eh dann nachher mit so einem feuerfesten, mit einem Tuch eigentlich arbeiten. Und das lassen wir jetzt, ich schätze mal, so eine Dreiviertelstunde bis Stunde ungefähr drauf. Wir müssen halt in dem Ofen quasi immer nachlegen. Feuer, aber ist ja nicht schlimm. Und dann gucken wir mal, wann unsere Freunde kommen, ob die vorher schon kommen oder nicht. Beim letzten Mal wurde unser auch von unserem Freund eingebrannt. Der hat das jetzt mit den Topf auch umdrehen gemacht. Das wollen wir uns halt jetzt ersparen, weil im Backofen kann man das ja auch nicht einfach auf Feuer drehen. Und da hat man nämlich so viel Ruß da drin und deswegen machen wir das jetzt einfach so. So sieht es jetzt im Moment nach einer halben Stunde aus ungefähr. Man sieht richtig, wie das Öl da, ja, das bisschen, was dann zu viel ist, quasi sich perlt und sich so schon so eine richtig schöne Patina bildet. Und es qualmt. Seht ihr, und das hättet ihr sonst in der Wohnung. Gut, so schlimm nicht, aber ist auch viel das Feuer war. Unser Topf ist jetzt fertig. Ich wasche jetzt einmal kurz mit Wasser aus. Oder er selber. Da seht ihr, wie heiß der ist. Da ist nicht mehr viel Wasser über. Unsere Freunde sind ja schon da. Ich habe gerade mal einen Tipp gekriegt. Einfach mit dem Schwamm. Oder kurz warten, bis es kühler ist. Ihr könnt auch kurz warten, bis das kälter ist. Aber wir wollen jetzt gleich essen. Es gibt nämlich Hackbällchentopf. Deswegen muss ich mich beeilen. Helligkeitsbedingt mache ich einfach mal Schluss. Ich lasse das noch ein bisschen abkühlen und dann kippe ich das aus. Und dann können wir den ganz normal benutzen. Sonst würde ich euch das jetzt zeigen, aber einmal nochmal Wasser mischen, also einmal nochmal Wasser wechseln und dann könnt ihr den benutzen. Ihr habt gesehen, wie einfach es ist und wie schnell das geht. Ich hoffe, euch hat es geholfen, hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Ciao!